Servus! Ja, wie die meisten vielleicht wissen, bin ich nicht hauptberuflich YouTuber, Instagrammer oder Maker, sondern ich arbeite im Bereich Visualisierung und sitze dazu relativ oft hier in meinem Creative Office im Büro und arbeite am Rechner und habe jetzt folgendes Problem. Das ist meine wunderschöne Aussicht auf das Nachbargebäude und ich sehe hier ab und zu mal ein Auto vorbeifahren. Ja, das war's aber auch. Weil, was ich zum Beispiel nicht sehe, ist der Eingangsbereich, wo ich dann schauen kann, wann die Post kommt zum Beispiel. Das wäre ja mal interessant. Also habe ich mir eine kleine Sache überlegt. Ich hatte überlegt, hier vorne ein Kabel rauszulegen, um die Ecke eine GoPro zu setzen und das Ganze an einen Monitor anzuschließen. Habe aber schnell festgestellt, dass diese Lösung ein wenig zu teuer ist. Und habe dann bei Amazon was ziemlich Cooles gefunden. Und was und wie ich das Ganze mache, das zeige ich euch jetzt. Also viel Spaß beim Schauen. Für die Leute, die es noch interessiert, im September ist die Maker Fair Hannover, da werde ich auch vor Ort sein und wer mich besuchen möchte, der kommt bitte zum Maker Truck vom Jenny Swiss, das ist der Lukas Jenny. Wir werden dort den Jimmy the Rester Chair bauen, den kann ich euch verlinken, da habe ich glaube ich auch ein Video auf meiner Plattform online und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt, vielleicht auf einen kleinen Plausch, das wäre super mega cool. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt haben wir erstmal die ganzen Sachen ausgepackt und nachgeschaut, ob auch alles dabei war. Das sieht super aus. Ich glaube, es ist alles dabei. Es fehlt natürlich ein HDMI-Kabel, aber das war mir vorher klar. Das habe ich schon organisiert. Und ja, jetzt mache ich mal die Trockenübung und schließen den ganzen Zeug erstmal an und werden erstmal schauen, ob überhaupt das ganze System so funktioniert, bevor wir es irgendwo installieren, ne? So, ich hoffe, euch hat mein kleines Projekt gefallen. Allzu schwer war es ja nicht. Das Schwerste daran war eigentlich der Halter für den Fernseher. Ich habe euch die ganzen Sachen, die ich verwendet habe, unten in dem Video nochmal verlinkt, falls ihr es nachbauen wollt. Ich fand es sehr einfach, also ich wünsche euch viel Spaß dabei.